Hallo Leute, da bin ich wieder. Wer ein wenig meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich vor einiger Zeit diese Baumscheibe plan geschliffen habe und erwähnt hatte, dass ich einen Epoxidharztisch daraus machen möchte. Über die Vorrichtung für das Planschleifen habe ich ein Video gemacht, das ich euch oben rechts in die Infobox einstelle. Bevor ich mit dem Epoxidharzgießen beginnen kann, muss die Scheibe erst vorbereitet werden. Beide Seiten habe ich mit einem Exzenterschleifer mit 400er Schleifpapier abgeschliffen und an der Innenseite mit einer Drahtbürste die losen, verfaulten Ränder entfernt. Wie man gut erkennen kann, ist eine Innenseite der Scheibe ziemlich stark verfault. Aber genau diese Struktur hat mir gefallen und die wollte ich unbedingt erhalten. Ich musste lediglich das lose Material rundherum entfernen. Die weniger schönere Seite wird als Unterseite gewählt und dann abgeklebt, damit beim Gießen kein Harz auslaufen kann. In dem Video davor wollte ich ja schon eure Meinung dazu hören, ob ich den Tisch von unten indirekt beleuchten soll oder nicht. Die Mehrheit war für Beleuchtung. Na gut, dann sollt ihr das auch bekommen. Ich muss sagen, ich habe lange hin und her überlegt, wie ich die Beleuchtung integrieren soll. Soll ich LED-Streifen benutzen? Soll ich es ins Harz eingießen? Wie gesagt, ich habe lange überlegt und ich glaube, am Ende bin ich auf eine super Idee gekommen. Am Ende des Videos könnt ihr euch das genau anschauen. Die ganzen Produkte, das Material, das Werkzeug werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. So, zurück zum Tisch. Damit das Holz nicht ausgast und im Harz später keine Blasen entstehen und keine Dreckpartikel ins Harz fallen können, werden die Bereiche vorher mit Epoxidharz vorbehandelt und das Ganze dann 24 Stunden trocknen lassen. Die Risse und Löcher im Holz habe ich zwecks Optik mit blau eingefärbtem Epoxidharz gefüllt. Der Tisch soll ein Diorama von einer tiefen Quelle, umgeben von einer steilen, kantigen, zerklüfteten Felsformation rundherum, mit einer Überraschung in der Mitte darstellen. Den Bodengrund habe ich weiß eingefärbt, damit beim Beleuchten ein schöner Kontrast mit dem Blau entsteht. Da ich den Wasserbereich in mehreren Schritten gieße, entsteht, wie später zu sehen, ein sehr schönes Lichtspiel. Wie schon erwähnt, das Epoxidharz habe ich in mehreren Schichten gegossen, pro Schicht ca. 1 cm Höhe. Und jede einzelne Schicht habe ich ca. einen Tag trocknen lassen. Am Ende wurden ca. 6,5 Liter Epoxidharz vergossen. Diese Spalte habe ich mit Steinen aufgefüllt. Es soll ein Riss im Felsen darstellen und die Steine sollen den eingestürzten Bereich simulieren. Am Ende des Videos jedoch kann man sehen, dass mir der Riss zu gerade war und ich die Kanten noch etwas nachträglich verändert habe. Eine tiefe Quelle war mir einfach zu langweilig. So ein Rochen ist ein schönes, mystisches, majestätisches Tier und passt hervorragend hinein. Die leichte Brandung mit dem Schaum am Felsenrand lässt sich mit einem Föhn hervorragend darstellen. Das dunkle Blau simuliert die tiefen Löcher im Felsen. Nach dem letzten Gießvorgang habe ich das Epoxidharz ca. 3 Tage richtig austrocknen lassen.
Mit dem Bandschleifer wird die Scheibe erstmal grob glatt geschliffen und die Feinarbeit wird dann mit dem Exzenterschleifer erledigt. Dabei habe ich Schleifpapier mit bis zu 600er Körnung benutzt. Ja, die Vorderseite ist erstmal fertig, jetzt geht es an die Rückseite ran. Ja, an dieser Rückseite wurden nur noch die Klebereste entfernt und wie ich den Epoxidharz abschleife, das muss man hier jetzt nicht zeigen, das ist jetzt nichts Neues. Die Rückseite habe ich mit Epoxidharz bestrichen, erstens damit der Tisch schöner aussieht und zweitens das Holz stabiler zu machen. Vorhin habe ich ja schon erwähnt, dass die Beleuchtung ein schönes Lichtspiel erzeugen soll. Das möchte ich mit dem Blau auch hervorrufen. Es soll die verschiedenen Wassertiefen simulieren. Ja, die Tischrückseite ist jetzt nach 3 Tagen Durchtrocknung auch fertig. Zurück zur Tischvorderseite. Die Baumrinde sollte am Tisch unbedingt erhalten bleiben. Deshalb ist es extrem wichtig, nicht nur die Tischoberfläche mit Harz zu bestreichen, sondern auch die Baumrinde und alle Schlitze gründlich mit Harz zu füllen. Das Ganze wieder 3 Tage gut durchtrocknen lassen und dann mit dem Exzenterschleifer abschleifen. Angefangen mit 240er Körnung bis 1200er Körnung. Der Wasserbereich wurde zusätzlich von 1500 bis 6000er Körnung geschliffen. Ja, und gefinisht wird das Ganze nur noch mit der Politur. Obwohl ich schon eine Zeit lang mit Epoxidharz arbeite, ist das mein erster Tisch in dieser Form und ich muss sagen, ich habe viel dabei gelernt und für das erste Mal ist er ganz ordentlich geworden. Bevor die Tischbeine montiert werden können, müssten erst die Löcher für die Einschraubmuttern gebohrt werden. Um die Einschraubmuttern fester in die Löcher zu bekommen, kommt noch Epoxidharzkleber dazu. Ja, wie schon gesagt, das benutzte Material werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Der Tisch soll ja eine indirekte Beleuchtung bekommen und nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich für diese Videoleuchte entschieden. Wie ich das Ganze befestige, schaut euch einfach ohne viele Worte an. Der Tisch sieht ja jetzt schon cool aus, aber mit dem Öl behandelt kommen die einzelnen Farben und Strukturen des Holzes noch deutlicher zum Vorschein.
Der Tisch sieht wirklich mega aus. Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass mir diese Spalte zu gerade war. Hier kann man gut sehen, dass ich da ein bisschen was verändert habe. Ja, und so sieht der Tisch jetzt ohne Beleuchtung aus. Schon richtig cool. Aber mit Beleuchtung wird der noch richtig mega. Könnt ihr euch gleich anschauen. Und los geht's. Und was sagt ihr dazu? Ja, und die Beleuchtung gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, der Tisch hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.